Wusstest du, dass es in Georgien seit jeher eine sehr lebendige Filmszene gibt? Heute entführe ich dich in die Welt des georgischen Films. Wir beginnen im Jahr 1896. Stell dir vor, du stehst an einem schwülen Sommerabend des Jahres 1896 zwischen neugierigen Teehändlern und Kavallerieoffizieren in Tiflis. Auf der Leinwand flackern Schatten, eine Lokomotive rauscht, Gesichter staunen. Noch weiß niemand, dass hier der Same für eine der poetischsten Filmkulturen der Welt gelegt wird. Kaum 10 Jahre später schultert der junge Kameramann Wassil Amashokeli seine schwere Pathé-Kiste und macht sich über holprige Bergpisten auf den Weg zu Georgiens Dichterikone Akaki Tsereteli. Aus den staubigen Filmrollen, die Amashokeli nach Hause bringt, entsteht 1912 Akakis Motsauggroba, Deutsch die Reise des Akaki. Ein lebendiges Reisetagebuch voller Dorffeste, Regentänze und klirrenden Schmiedehämmern, das dir auch heute noch das Gefühl gibt, zwischen den Bauern von Racha und Lech Chumi am Lagerfeuer zu sitzen. Stummfilm, Grotesken und rote Stempel. Springen wir 20 Jahre weiter. Die Sowjetmacht hat das alte Tiflis in Tbilisi verwandelt, doch die Stadt platzt vor künstlerischem Übermut. In den Studios von Goskinprom dreht Kote Mikaberice 1929 seine anarchische Bürokratiesatire Chemie Bebia, meine Großmutter. Du folgst einem verzweifelten Beamten durch expressionistische Kulissen, schwebst mit Stop-Motion-Tintenfischen über Formularstapel und lachst über Titelkarten, die den Tod der Bürokraten verkünden. Die Parteizensoren lachen nicht. Der Film verschwindet für fast 40 Jahre im Archivschrank, bis er in den 70ern triumphal wiederentdeckt wird. Gleichzeitig macht sich Mikhail Kalatozov, zunächst Kameramann in Batumi, auf, um später mit Die Kraniche ziehen Weltkinogeschichte zu schreiben. Auch Sergei Parajanov, geboren in Tbilisi, und Ottar Iosseljani lernen ihr Handwerk unter dem rauen Regiment sowjetischer Produktionspläne. Jeder Schritt ist ein Tanz zwischen formaler Kühnheit und ideologischer Pflicht. Die Tauwetter-Erzählungen. Im Frühjahr 1955 bringt das politische Tauwetter plötzlich selbst Esel in Festivalpaläste. Magdanas Esel von Tengiz, Abuladze und Rezo Schreize gewinnt in Cannes. Wenn du den Film siehst, spürst du, wie die Kamera zärtlich den Staub an den nackten Kinderfüßen einfängt und nebenher die Willkür der Bürokraten bloßstellt. Abuladze treibt sein leises Aufbegehren über Jahrzehnte weiter. 1984 schneidet er in Die Reue Wochenschau-Fragmente, Traumsequenzen und Gerichtsszenen ineinander, bis das Porträt eines tyrannischen Bürgermeisters unmissverständlich an Stalin erinnert. 3 Jahre bleibt der Film verboten. Dann rollt Gorbatschows Perestroika die Bürotüren auf und du siehst, wie Zuschauer in Moskau und Tbilisi Tränen und Applaus mischen. Goldene Jahre, poetische Jahre.
Zwischen 1960 und 1985 entsteht ein ganzer Reigen georgischer Klassiker. Georgi Schengelaya malt in Pirosmani 1969 die Leinwand so rau und erdig wie die Bilder seines Titelhelden. Iosseliani lässt in Gheorghe-Bistwe Erntedank 1968 Weinflaschen über holprige Wege klirren, während der Held auf einer Bank döst. Scheinbar belanglos, bis du erkennst, dass jeder Schnitt ein kleines Manifest gegen den produktiven Sowjetmenschen ist. Die Studios am Zadminda-Hang produzieren zeitweise bis zu 60 Filme im Jahr. Zwischen Schauspielakademie, Jazzkeller und Surami-Festung pulsiert eine Boheme, die das sowjetische Publikum fasziniert. Georgische Filme gelten im ganzen Ostblock als kleine Frankreichs. Nicht wegen Haute Couture, sondern weil sie Untertöne und Ironie beherrschen. Krieg, Dunkelheit, Flammen. Mit dem Zerfall der UdSSR 1991 wird Georgien unabhängig. Und die Filmförderung bricht weg. Kinos schließen, Bürgerkrieg tobt durch Tbilisi, Strom fällt aus. Regisseure drehen wieder auf 16 mm, weil 35 mm zu teuer ist. Manche emigrieren. Ein Moment der Hoffnung blitzt 1992 auf, als Temur Babluanis Sonne der Schlaflosen den silbernen Bären holt. Doch im eigenen Land sieht den Film kaum jemand. Der Tiefpunkt kommt am 25. Januar 2005. Ein Brand frisst sich durch das Archivlager der Georgian Filmstudio. Die Flammen vernichten hunderte Originalnegative. Restauratoren beschreiben später, wie Filmstreifen wie Zunder aufflackern und in Sekunden zu schwarzer Asche zerfallen. Plötzlich droht der Nation, ihren eigenen cineastischen Gedächtnisraum zu verlieren. Wie der Phönix aus der Asche, GNFC und Cash Rebate. Doch genau in dieser Krisenstimmung wird 2001 das Georgian National Film Center GNFC gegründet. Das Zentrum vergibt seitdem Produktionszuschüsse, organisiert Drehbuchworkshops und führt 2016 ein 20% plus 5% Cash Rebate Programm ein, das internationale Crews nach Mestia, Batumi oder an die Schwefelbäder von Abanotubani lockt. Die Zahl der Spielfilme klettert wieder in den zweistelligen Bereich. Festivals wie das BIAF in Batumi holen Scouts aus Cannes und Locarno ans Schwarze Meer. Die neue Welle, Ruhm und Reibung. Beginning 2020. Dea Kulum Begashvili erzählt von einer Zeugen-Jehova-Gemeinde, die von Extremisten überfallen wird. Ihre hypothetischen Tableaus gewinnen in San Sebastian 4 Hauptpreise. Das hat in der 72-jährigen Festivalgeschichte noch kein Debüt geschafft. What do we see when we look at the sky? 2021. Alexandre Koberice verwandelt Kutaisi in ein Märchen aus streunenden Hunden, verzauberten Liebenden und Sommerfußball. Die Kritik verleiht ihm den Fibreski-Preis der Berlinade. Ein zärtlicher Beweis, dass Magie auch ohne Spezialeffekte funktioniert. Doch mit jeder Auszeichnung wächst auch der innere Kulturkampf. 2019 stürben ultranationalistische Gruppen Tbiliser Kinos, weil Levan Akins Tanzdrama And We Danced schwule Liebe zeigt. Polizisten bilden Cordon, Protestierende zünden Regenbogenfahnen an.
Trotzdem laufen alle Vorstellungen und die Bilder der tanzenden Jugendlichen, die sich von Gewalt nicht einschüchtern lassen, gehen um die Welt. Was uns in den kommenden Jahren erwartet. Archivrettung. Restauratoren digitalisieren fieberhaft. Doch viele Klassiker existieren nur noch in Moskau-Duplikaten oder auf Vimeo-Bootlegs. Publikum. In einem Land mit knapp 4 Millionen Einwohnern rechnet sich kaum ein Kinostart ohne Festivals und Streaming-Deals. Talente. Junge Kameraleute studieren in Tbilisi oder Kutaisi und drehen Werbung, um ihr erstes Langfilmprojekt zu finanzieren. Trotzdem wächst eine Generation heran, die Vintage-Volksmusik mit VR-Installationen mischt und die Raubkopien ihrer Lieblingsfilme am nächsten Tag selbstkritisch auf Instagram diskutiert. Georgiens Kinokultur ist heute ein Labor für alte Mythen und neue Identitäten und vielleicht der Beweis, dass große Geschichten nicht von der Budgetgröße abhängen, sondern von der Dringlichkeit der Sehnsucht. Epilog, Lichtwechsel. Wenn du das nächste Mal das Saallicht verlöschen siehst, stell dir vor, wie Amma Shokili 1912 sein Stativ in den Schneematsch rammt, wie Mika Berice den Zensoren entkommt, wie Abulaze sein Negativ 3 Jahre lang versteckt. Dann spürst du, warum georgischer Film mehr ist als nationale Filmgeschichte. Er ist ein ununterbrochener Dialog zwischen Poesie und Macht, zwischen Bergdorf und Weltbühne, und er lädt dich ein, Platz zu nehmen und mitzuhören, sobald der Projektor zu surren beginnt. Neugierig geworden? Unten in der Beschreibung findest du viele Links. Hast du schon einmal einen georgischen Film gesehen? Wenn ja, welchen? Hat er dir gefallen? Wenn dir mein Video gefallen hat, gib ihm bitte ein Like und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal bei Ein Deutscher in Georgien.